Hallo und herzlich willkommen zur Infinitux Demo. Ich werde zeigen, wie man Infinitux dazu benutzen kann, um in WordPress einen besonders performanten Full-Page-Cache einzubauen. Hierzu legen wir zunächst ein Repository an. Das kann zum Beispiel bei GitHub, Bitbucket, GitLab oder auf einem eigenen Server sein. Wir verwenden für dieses Beispiel GitHub. Ich klone jetzt das Repository in das Arbeitsverzeichnis und installiere WordPress in der Version 4.9.1. Die Datenbank wird mit diesem Befehl bereits angelegt. Ich trage noch die Zugangsdaten in die Konfigurationsdatei ein. Und pushe die Änderungen ins Git Repository. Im Browser schließe ich die Installation ab. Und gehe zum Frontend. Hier ist unsere Standard WordPress Installation. Und wir sehen, dass die Ladezeit bei 300, 400 Millisekunden in unserem lokalen System liegt. Um einen Full-Page-Cache effektiv zu gestalten, ist es sinnvoll, möglichst früh in die Skriptabarbeitung von WordPress einzugreifen. Weil wir Infinitux einsetzen werden, können wir die Index.php abändern. Wir fangen die Ausgabe ab. Und schreiben diese in eine Datei. Falls die Datei existiert, laden wir diese und brechen ab. Das ist ein sehr rudimentärer Full-Page-Cache. Es braucht noch Ausnahmenbehandlung und asynchrones Hole-Punching für Stellen mit dynamischen Inhalten. Es genügt aber, um das Prinzip zu veranschaulichen. Wir committen nun die Änderung ins Repository. Ich lade jetzt die Seite neu, um sie in den Cache zu legen. Von nun an kommt die Seite aus dem Cache und wird deutlich schneller angezeigt. Ideal ist eine Gesamtladezeit von unter 100 Millisekunden.
weil das die Frequenz zwischen dem Auge und dem Occipitallappen im Gehirn ist. Eine Seite, welche schneller lädt, erzeugt den Eindruck, dass dies sofort passiert, was den Wohlfühlfaktor erhöht und, wenn Sie im E-Commerce unterwegs sind, auch deutlich Ihre Verkäufe. Mit dieser Maßnahme und ein paar weiteren kommen wir tatsächlich auf einen Wert von unter 100 Millisekunden. Gut, wir haben die Änderung, aber wie behalten wir sie? Indem wir den Commit auf die Datei mit Infinitux verewigen. Wir legen bei Infinitux zuerst das Repository an. Damit Infinitux automatisch aktiv werden kann, setze ich einen Webhook, welcher bei jedem Push getriggert wird. Der Link dazu befindet sich in den Repository-Einstellungen. Diesen trage ich bei GitHub ein. Zurück in Infinitux wähle ich nun das Repository, den Branch, in dem der Commit stattfand, und die Datei. Hier verewige ich unseren Commit. Jetzt aktualisiere ich WordPress auf die aktuelle Version. Beim Versionsupdate werden die Core-Dateien zurückgesetzt. Wir sehen dies, indem wir uns jetzt die Ladezeit der Startseite ansehen. Die durchgeführten Anpassungen sind verschwunden. Reichen wir nun das WordPress-Update ins Git-Repository ein. Im Durchschnitt gibt es alle 3 Wochen ein Update von WordPress. Wollten wir die gezeigte Anpassung ohne Infinitux machen, so müssten wir dann jedes Mal unseren Code erneut eintragen. Das gleiche gilt auch für Plugins. Die häufigst eingesetzten Plugins haben ebenfalls einen Aktualisierungszyklus von weniger als einem Monat. Genauso verhält es sich auch mit Shopware oder Symfony und vielen anderen Systemen und Frameworks. Sehen wir nun nach, ob Infinitux unsere Codeänderung verteidigt hat. Bei einem Autodeployment erfolgt das Ganze komplett im Hintergrund. Ich aktualisiere dazu den Branch mittels git pull. Im Git-Log finden wir den automatischen Commit. Unsere Änderung ist erfolgreich wieder eingefügt. Ein Refresh der Startseite zeigt, dass unser Full-Page-Cache wieder aktiv ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.